Sie haben das ja nicht gemacht. Sie sehen das ja alles anders. Sie persönlich würden das ja anders machen. Herr Heuer war gestern das beste Beispiel. Ich habe gehört, in der Pressekonferenz haben Sie gestern gesagt, Sie hätten Nein gestimmt. Das war ein großer Fehler, weil der Kurs von Friedrich Merz auch gegen die Maastricht-Kriterien verstößt. Und was ändert sich jetzt, Herr Heuer? Gar nichts ändert sich. Wissen Sie warum? Weil Sie alle an den entscheidenden Stellen wieder die Hand heben werden, wenn es um Ihre Mandate geht, um Ihre Posten geht. Und genau deswegen ist in diesem Land alles so, wie es ist. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ihr habt gewählt und bekommt das genaue Gegenteil. Ulrich Siegmund zerlegt in einer der besten Reden der letzten Zeit die unfassbare Wählertäuschung durch die CDU. Vor der Wahl Schuldenbremse, nach der Wahl Rekordschulden, vor der Wahl Grenzen dicht, nach der Wahl noch mehr Migration. Und das Beste, die CDU wirft den Grünen Milliarden in den Rachen. Der Saal kocht, die Altparteien toben und ihr müsst das gesehen haben. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deutschland hat gewählt. Im Westen hat die CDU gewonnen, im Osten haushoch die AfD. Was bekommt das ganze Land? Eine linksgrüne Politik unter Führung der CDU. Deutschland bekommt genau das Gegenteil von dem, was es gewählt hat. Und darum geht es heute. Skandalöse Wählertäuschung, wie die CDU mit den Wahlverlierern SPD und Grüne eine linke Politik in Deutschland macht. Vor der Wahl, da wurde Sparsamkeit und eine Einhaltung der Schuldenbremse versprochen. Nach der Wahl, 48 Stunden später, gibt es das größte Schuldenpaket in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands. Vor der Wahl will der Friedrich Merz die Grenzen schließen und konsequent abschieben. Nach der Wahl will er davon nichts mehr wissen und die Flieger immer weiter ins Land einfliegen. Vor der Wahl sind die Hauptgegner von Ihnen die Grünen. 48 Stunden nach der Wahl bekommen die Grünen von Ihnen, liebe CDU, 100 Milliarden Euro für ihre Klimaschutzprojekte, damit sie ihre Zustimmung einkaufen können. Und heute haben wir erfahren, beim Bürgergeld, auch ein zentrales Thema, sollte ja abgeschafft werden im CDU-Wahlkampf, alter Wein in neuen Schläuchen, es bleibt alles wie es ist, nur der Name ändert sich. Das ist die CDU-DNA durch und durch. Und ich sage es Ihnen ganz klar, die Bundestagswahl 2025 wird als größte Wählertäuschung, als größte Show und als finaler Dolchstoß für deutsche Interessen in einen Tiefpunkt der Bundesrepublik Deutschland in unsere Geschichte eingehen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, insbesondere von der CDU, ich habe vor dieser Debatte mal überlegt, ob ich Sie heute sogar mal schone bzw. sogar bestärke in dem, was Sie machen. Weil, wenn Sie so weitermachen, dann brauchen wir als AfD doch gar keinen Wahlkampf mehr machen. Das übernehmen Sie ja für uns. Sie brauchen uns zurücklehnen und zuschauen. Aber nein, das möchten wir selbstverständlich nicht. Sie treiben mit Ihrer desaströsen Politik immer mehr klar denkende Menschen zur AfD, weil diese Menschen nämlich Angst haben. Sie haben Angst um die Zukunft Deutschlands, sie haben Angst um ihre Familien. Und sie erkennen, dass es in diesem Land eigentlich nur noch zwei Parteien gibt. Die AfD, die sich für deutsche Interessen einsetzt, und alle anderen, die neue Einheitspartei in diesem Land, die gegen Deutschland arbeitet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber natürlich möchte ich Sie nicht schonen. Das liegt daran, dass ich Volksvertreter der einzig verbliebenen Volkspartei in diesem Land bin, aber auch, dass ich Familienvater bin, Bürger dieses Landes und das nicht mit anschauen kann. Und heute möchte ich etwas aussprechen, das heute auch schon wieder zu tragen kam. Viele CDUler verstecken sich ja immer dahinter. Herr Ruland war vorhin ein Beispiel. Sie haben das ja nicht gemacht. Sie sehen das ja alles anders. Sie persönlich würden das ja anders machen. Herr Heuer war gestern das beste Beispiel. Ich habe gehört, in der Pressekonferenz haben Sie gestern gesagt, Sie hätten Nein gestimmt. Das war ein großer Fehler, weil der Kurs von Friedrich Merz auch gegen die Maastricht-Kriterien verstößt. Und was ändert sich jetzt, Herr Heuer? Gar nichts ändert sich. Wissen Sie warum? Weil Sie alle an den entscheidenden Stellen wieder die Hand heben werden, wenn es um Ihre Mandate geht, um Ihre Posten geht. Und genau deswegen ist in diesem Land alles so, wie es ist. Der ganze Irrsinn funktioniert nicht nur wegen Brüssel und Berlin, er funktioniert, weil Sie alle mitspielen in den Landtagen, in den Kreistagen, selbst in den Stadträten, Bürgermeister der Altparteien. Dieses ganze Zahnrädchen greift ineinander, weil alle nicht den Mumm haben, mal dagegen auszuscheren. Das ist die Realität. Und ich sage mal, man kann
Oder die Frage stelle ich mir auch, wie man sich als CDU-Mitglied nach dieser skandalösen Wählertäuschung überhaupt noch im Spiegel betrachten kann. Die Frage stelle ich mir, weil man kann politisch immer unterschiedlicher Meinung sein. Solange man sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt, kann man über alles sprechen, über Migration, über den Kurs gegen Russland, über Corona, man kann über alles reden. Solange es fair und sachlich bleibt. Aber den Leuten, so krass ins Gesicht zu lügen und die Schuldenbremse als zentrales Wahlkampfthema zu machen und 48 Stunden später das größte Schuldenpaket in der Geschichte dieser Bundesrepublik zu schnüren, das ist menschlich und charakterlich einfach absolut verkommen. Ich muss es ganz ehrlich so sagen. Und das auch noch auf den Rücken unserer Kindern und Enkelkinder. Und das sagt nicht nur ich, das sagt ja Ihre Partei selbst, weil auf den Punkt gebracht hat das der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Wilsch. Der hat, wie nahezu alle, bis auf einen, der Schuldenorgie natürlich zugestimmt für die Posten, für die Mandate, für die Macht und sich direkt danach öffentlichkeitswirksam für seine eigene Abstimmung bei seinen Kindern und Enkelkindern dafür entschuldigt. Das kann auch nur wirklich ein CDUler machen. Aber Gott sei Dank gibt es noch einige wenige mit Schneid in ihren Reihen. Ich habe gestern freudig gelesen, dass der gesamte Stadtverband Kühlungsborn aus der CDU geschlossen ausgetreten ist. 15 Leute immerhin, die Mut hatten, die gezeigt haben, dass sie das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Da kann sich ja vielleicht der ein oder andere mal ein Beispiel dran nehmen. Und übrigens war das ja nur die Lüge Nummer 1. Es war ja nur die Lüge Nummer 1, die Schulden an sich. Die zweite Lüge ist ja die Verwendung der Schulden. Sie erzählen den Leuten, dass das für Infrastruktur gedacht ist. In Wahrheit finanzieren sie damit größtenteils ihre Kriegspläne und die Träume ihrer grünen Partner, Klimaneutralität ins Grundgesetz. Ich frage mich wirklich, ob Sie wirklich alles mitspielen, wenn der Preis stimmt, liebe CDU. Ob Sie sich wirklich an alles verkaufen, das haben Sie ja auch mit unterstützt. Aber jetzt kommt raus, dass mit dem Geld sogar die Unterbringung von Asylbewerbern auf Pump finanziert werden soll. In Hessen beispielsweise. Berlin möchte 1,3 Milliarden Euro sogar dafür diesen Bereich aufnehmen. Beides übrigens CDU-geführte Länder. Und wir als AfD-Fraktion haben im Wahlkampf immer was gesagt? Wer CDU wählt, bekommt die Grünen. Und dass sie das wenige Tage nach der Wahl so deutlich liefern, das hätte selbst ich nicht gedacht. Und wir haben auch einen neuen Kandidaten, und zwar für den besten Wahlkämpfer für die AfD. Ja, Herr Schmidt, Sie wurden abgelöst von Friedrich Merz persönlich. Friedrich Merz persönlich hat nämlich gesagt, ich zitiere wenige Tage nach der Wahl, Zitat Friedrich Merz: Fast alles von dem, was wir jetzt vorschlagen, ist doch von den Grünen in der letzten Wahlperiode auch schon vorgeschlagen worden. Das heißt, Friedrich Merz gibt persönlich zu, dass er die Interessen der Grünen jetzt in dieser Legislaturperiode umsetzen möchte. Ein absoluter Irrsinn. Und warum bringen wir das aber heute in den Landtag von Sachsen-Anhalt ein? Das ist ganz wichtig, weil wir möchten Sachsen-Anhalt schützen. Wir haben nämlich die Gefahr, wenn die Menschen das, was sie auf Bundesebene gemacht haben, nicht erkennen, laufen wir Gefahr, nächstes Jahr zur Landtagswahl diese Problematik auch in Sachsen-Anhalt zu haben. Weil wir ja schon gesehen haben 2016, dass die CDU unter Dr. Rainer Haseloff bereit ist, sich für alles an die Grünen zu verkaufen. Und deswegen müssen wir den Menschen die Augen öffnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie halten sich alle Optionen offen für ihre linksextremen Koalitionspartner. Übrigens wundert mich das bei der FDP besonders, dass Sie das auch mitgespielt haben, dass Sie sich auch nicht zu einem Nein im Bundesrat durchregen konnten. Was haben Sie eigentlich noch zu verlieren, stelle ich mir ganz klar die Frage. Aber dazu kommen wir später nochmal. Kommen wir gleich nochmal dazu. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, deswegen, und das ist auch die entscheidende Botschaft unserer aktuellen Debatte heute, Herr Striegel, das ist die entscheidende Botschaft unserer aktuellen Debatte. Deutschland braucht einen AfD-Sachsen-Anhalt-Weg. Das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen den Sachsen-Anhalt-Weg unter einer starken AfD-Regierung. Und das ist es, worauf wir jetzt hinarbeiten müssen. Das hätten wir auch gebraucht bei der Abstimmung im Bundesrat, weil wir haben gesehen, selbst BSW hat sich verraten. Selbst BSW in Thüringen hat sich für die Posten, für die Macht verraten, hat die Wähler verraten. Sie haben gekuscht, sie haben alles mitgespielt. Hätte es schon heute ein blühendes Bundesland unter einer AfD-Regierung gegeben, einen Sachsen-Anhalt mit einem Sachsen-Anhalt-Weg gegeben, unter der demokratischen AfD, hätten wir schon jetzt ein eindeutiges Zeichen im Deutschen Bundesrat setzen können für unser Land, für unsere Kinder, für Enkelkinder. Wir hätten Nein gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt komme ich auch zum Schluss mit einem auch Appell an alle Menschen in diesem Land. Dieses Nein wäre historisch so notwendig wie seit Jahrzehnten nicht gewesen. Whatever it takes, was immer nötig ist, das sagte Friedrich Merz zum Aufrüstungskurs, den er jetzt fährt. Und das zeigt uns, was uns bevorsteht.
Ich sage ganz ehrlich, wir als AfD möchten eine starke Verteidigungsarmee, das möchten wir schon immer, eine Verteidigungsarmee. Aber was jetzt passiert, ist genau das Gegenteil. Die Welt sehnt sich nach Frieden. Die USA und Russland nähern sich immer wieder an, weil dank Donald Trump ist der Frieden so nah wie seit Beginn des Krieges nicht. Und was machen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren? Ja, was machen Sie, Herr Striegel? Sie zündeln, Herr Striegel. Sie wollen den Krieg um jeden Preis. Sie wollen, wie schon bei Corona, Angst unter den Menschen sehen, damit Sie Ihre verrückte Politik hier durchsetzen können. Das ist Faktenlage. Und jetzt habe ich zum Schluss, ich habe ja noch wenige Sekunden, eine letzte persönliche Frage an dieses Plenum. Und zwar an alle Abgeordneten hier im Raum, über alle Fraktionen hinweg. Wer von Ihnen ist denn wirklich bereit, seine Kinder oder Enkelkinder an der Front für die Interessen von Friedrich Merz zu opfern? Niemand. Keine einziger Arm. Genau das ist es. Das habe ich mir überlegt. Es ist... Ich merke, ich habe einen sehr wunden Punkt getroffen. So, jetzt mal Stopp kurz. Jetzt kommen wir erstmal wieder runter. Und zwar alle durch die Bank. Es ging in diesem... Warten Sie mal. Es muss zumindest die Chance bestehen, dass die Kollegen des Protokolls mitbekommen, was hier gesagt und manchmal auch gebrüllt wird. Und deswegen geht das nicht so zusammen. Und jetzt sind wir sozusagen durch und jetzt können Sie weiterreden, bitte. Es ging in diesem Raum kein einziger Arm hoch. Das ist für mich keine Überraschung, weil es sind nicht die Politikerkinder, die zuerst ihr Leben für die Interessen anderer verlieren. Es sind die Kinder der Handwerker, es sind die Kinder der Pfleger, es sind die Kinder der Verkäufer, es sind die Kinder unseres Volkes. Das interessiert Sie persönlich nicht. Und das ist die abgehobene Art. Ich möchte das nicht. Die AfD möchte das nicht. Die AfD möchte nicht, dass auch nur ein einziger Deutscher sein Leben für die Interessen anderer verlieren muss. Ihre Schuldenorgie, Ihr Säbelrasseln, Ihr Duckmäusertum im Deutschen Bundesrat hat eins gezeigt. Wer CDU wählt, bekommt die Grünen, bekommt einen Kriegskurs. Das muss ein Ende haben. Zeit für den AfD Sachsen-Anhalt-Weg 2026. Zeit für die Alternative für Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Oh, 5 Sekunden runterkommen alle. So, jetzt gibt es eine Intervention von Herrn Pott. Herr Pott, Sie haben das Wort, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Siegmund, ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Sie hier eine Falschinformation verbreitet haben. Die Freien Demokraten haben sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Rheinland-Pfalz dafür gesorgt, dass die jeweiligen Landesregierungen diesem Schuldenpaket im Bundesrat nicht zugestimmt haben, sondern dass die Länder sich enthalten haben. Sie wissen ganz genau, wie oder was eine Enthaltung im Bundesrat bei einer solchen Abstimmung heißt. Bei einer solchen Abstimmung im Bundesrat werden die Ja-Stimmen gezählt. Das heißt, wenn es keine Mehrheit an Ja-Stimmen gibt, wenn dort das Quorum nicht erreicht wird, dann ist der entsprechende Antrag abgelehnt. Das heißt, eine Enthaltung führt in diesem Fall faktisch dazu, dass es eine Nein-Stimme ist. Ja. Dementsprechend konnten sich die Freien Demokraten sowohl hier in Sachsen-Anhalt als auch in Rheinland-Pfalz als auch im Bund standhaft zeigen, haben nicht ihre Überzeugungen für Ämter geopfert, sondern sind standhaft geblieben und haben diesem Paket nicht zugestimmt. Und ich bitte, das dann auch so zu berücksichtigen in dem, was Sie hier sagen. Können antworten. Ja, Herr Kollege Pott, das muss ich natürlich zurückweisen. Wo bitte? Man kann sich das natürlich schönreden, Herr Pott. Die Position der FDP war Nein. Lassen Sie mich mal ausreden. Wenn man in einer Koalition nicht einig ist, einigt man sich auf eine Enthaltung. So ist es üblich bei Ihnen. Wir sind der Meinung, dass es Dinge in diesem Land gibt, die über eine Koalition für ihren Machterhalt hinausgehen, weil sie Ehre bedeuten, weil sie die Zukunft unseres Landes massiv beeinflussen. Das war so eine historische Entscheidung, Herr Pott. Und die Frage war ja, was Sie überhaupt als FDP noch zu verlieren haben. Sie sind aus dem Deutschen Bundestag geflogen, weil Sie Ihre Werte für alles und jeden opfern, solange Sie an der Macht bleiben. Deswegen sind Sie aus dem Deutschen Bundestag geflogen. Und diese Chance, das gut zu machen, hätten Sie in Sachsen-Anhalt gehabt, wenn Sie durchgezogen hätten und im Bundesrat mit Nein gestimmt haben. Weil, Herr Pott, hier geht es nicht um das Abstimmungsergebnis, hier geht es auch um eine Symbolik für dieses Land, und dazu waren Sie nicht bereit.
Dass Sie immer so reinschreien, Herr Meister, melden Sie sich doch. Warten Sie doch mal. Haben Sie keine Debattenkultur, Herr Meister? Herr Siegmund, Sie können auf die Intervention reagieren, auf alle anderen jetzt erstmal besser nicht. Und jetzt ist Herr Krull mit der nächsten Intervention dran. Bitte. Herr Siegmund, ich finde es faktisch unerträglich, wie Sie versuchen, mit Kriegsangst hier Angst zu schüren und für sich einzunehmen an der Stelle. Und wenn Sie immer davon reden, dass Sie für Deutschland alles tun würden, kann man doch mal die Frage stellen, haben Sie denn unserem Land gedient? Haben Sie denn eine Waffe in die Hand genommen, um unser Land zu verteidigen oder das zu trainieren? Und seit ich diesem Hohen Hause angehören darf, trage ich immer die gelbe Schleife als Zeichen der Solidarität mit den Truppen im Einsatz. Und wenn Sie ja davon reden, dass wir unsere Kinder zur Bundeswehr schicken oder nicht, Sie müssten sich einfach mal an der Stelle überlegen, dass Soldatinnen und Soldaten sind, die als letztes in den Krieg ziehen wollen, die als letztes dazu ans Kriegsgebot eintreten, sondern dass wir bereit sind, als Soldaten, aktiv oder als Reservisten, unserer Verantwortung dem Land gegenüber gerecht zu werden und dieses Land zu verteidigen. Mit solchen Aussagen diskreditieren Sie alle Soldatinnen und Soldaten, gedient und als Reservisten. Herr Krull, dass Sie ein ganz toller Hecht sind, das wissen wir ja, das beweisen Sie immer wieder aufs Neue. Ich beantworte gleich auf diese Frage. Die erste Position, Herr Krull, ist folgende. Sie haben mir ja nicht zugehört. Die Bundeswehr muss eine starke Verteidigungsarmee sein. Wir stehen fest an der Seite der Soldaten, die das mutig machen wollen, die unser Vaterland verteidigen möchten. Was die CDU gerade macht, ist genau das Gegenteil. Sie fahren einen Kurs der Aggression, des Zündelns und sie möchten dieses Land um jeden Preis gegen Russland aufrüsten. Sie spielen mit der Angst der Menschen, um ihre komischen Pläne durchzusetzen. Das ist ein riesengroßer Unterschied und deswegen ist das despektierlich für alle Soldaten in diesem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und der zweite Punkt, Herr Krull. Sie haben mich etwas Persönliches gefragt. Zu meinem 16. Lebensjahr wurde die Wehrpflicht abgeschafft. Ich bin mit 16 Jahren in eine Berufsausbildung eingetreten und habe angefangen zu arbeiten, habe Wertschöpfung für dieses Land betrieben. Ich wäre selbstverständlich auch bereit gewesen, ein Pflichtjahr, in welcher Form auch immer, zu machen, ob bei der Bundeswehr oder im Zivildienst, überhaupt kein Problem. Und übrigens, Herr Krull, haben wir als AfD schon vor mehreren Jahren genau dieses Pflichtjahr wieder beantragt. Und wissen Sie, wer es abgelehnt hat? Sie, Herr Krull, Sie haben mit abgelehnt, weil Sie das gar nicht wollen. Und das ist doch die Doppelmoral. Das ist immer die Doppelmoral. Und deswegen, Herr Krull, kann ich Ihnen auch gerade nach dieser Debatte, ich merke es ja, immer wenn ich diesen Bezug zwischen CDU und den Grünen herstelle, scheine ich Sie persönlich besonders zu berühren. Bitte rutschen Sie doch einfach mal 2 Reihen weiter, dort werden Sie besser aufgehoben. Dankeschön.